Du hast dich für ein Ugreen NAS entschieden und bist dir nicht sicher, ob die Basiseinstellungen, die du gemacht hast, auch so passen? Von der Erstellung des Speicherpools, über die Volumes, über die Nutzerverwaltung, über das Thema Netzwerk und natürlich auch die Sicherheitseinstellung machen wir hier zusammen in diesem Video eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit du einen perfekten Einstieg in dein Ugreen NAS bekommst. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, nach dem Intro, dann machen wir weiter. Hallo, ich bin Thorsten von Haus und Technik und damit willkommen zurück zum Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Startpunkt ist jetzt hier dein Ugreen NAS. Welches ist dabei egal. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel eine DXP 4800 Plus, also ein 4-Bay-NAS. Und dass das schon mal initial eingerichtet ist, heißt also, dass das Betriebssystem, das UGOS, entsprechend installiert ist und du natürlich einen Nutzer angelegt hast, in dem Fall einen Administrator-Nutzer, und dass das entsprechend schon mal erledigt ist. Alle weiteren Schritte, die gehen wir jetzt zusammen entsprechend durch. Einzelne Punkte, die du nicht brauchst oder wo du sagst, das ist für mich nicht notwendig oder die hast du vielleicht schon erledigt, die kannst du natürlich in dem Video über die Kapitelmarken dann entsprechend auch überspringen. So, ja, da sind wir jetzt auf der Oberfläche des Ugreen Operating Systems. Und nach erfolgreicher initialer Installation, ne, wie wir ja gerade gesagt haben, einfach nur System erstmal installiert, Nutzer angelegt und sonst noch nichts weiter gemacht, ist jetzt natürlich der erste Schritt, einen Speicherpool anlegen. So, und um den Speicherpool anzulegen, gehen wir hier auf Speicher und kommen jetzt hier in den Speichermanager und der führt uns jetzt hier so ein klein wenig durch. Ja, der erzählt uns hier jetzt noch alles, was man alles Tolles machen kann. Wir gehen da jetzt einfach mal weiter und sagen, klar, wir wollen einen Speicherpool erstellen. So, jetzt sehen wir hier, ich kann jetzt hier Festplatten auswählen und da ich jetzt ein 4-Bay-System habe, kann ich jetzt hier 4 Festplatten auswählen. Und wenn ihr natürlich nur 2 Bay habt, dann könnt ihr nur 2 auswählen, oder habt ihr ein 8 Bay, dann könnt ihr natürlich auch 8 auswählen, sofern ihr voll bestückt seid. So, das heißt also, jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, dass man sagt, okay, wie viele Festplatten will ich denn für diesen Speicherpool haben? Möchte ich alle Festplatten zuordnen oder möchte ich nur einen Teil zuordnen? Und wir fangen jetzt vielleicht einfach mal erstmal mit einer Festplatte an und sehen jetzt hier, ich kann jetzt den entsprechenden RAID-Typ, und RAID ist eigentlich ja dann der Festplattenausfallschutz. Und hier kann ich jetzt Basic, empfiehlt mir Ugreen auch, kann Basic auswählen. Das heißt also, ich habe aber auch nicht wirklich Schutz. Ne? Hier steht, im Falle eines Festplattenausfalls damit zu rechnen, dass die Daten dauerhaft verloren sind. Genau, ja, hilft mir nicht, weil ich natürlich keine redundante Festplatte habe und damit habe ich natürlich auch keinen Schutz. Das gleiche gilt jetzt hier, wenn ich hier diesen JBOD wählen würde. Ne? Auch da habe ich entsprechend hier mit einer Festplatte natürlich überhaupt gar keinen Datenschutz. So, wenn wir jetzt sagen, wir wählen jetzt nochmal eine zweite Platte aus, das heißt also, dann habe ich ja schon mal Redundanz vorhanden, dann empfiehlt mir Ugreen hier nämlich das RAID 1. Ja? Das heißt, ich brauche mindestens 2 Festplatten und eine Festplatte, das heißt, wenn wir uns hier mal die Speicherkapazität angucken, ne, ich habe eine Maximalkapazität von 7,2 Terabyte und maximal verfügbar stehen mir 3,6 Terabyte. Das passt auch, weil ich habe ja eine Festplatte, mit der ich spiegel, die also quasi Datenschutz macht. So, und dementsprechend kann eine Platte ausfallen und die anderen Daten sind wiederherstellbar. So, das ganze Thema haben wir hier anders, zum Beispiel bei dem RAID 0, ne, kann man auch machen. Da sehe ich dann, ich habe 7,2 Terabyte maximal und verfügbar 7,2. Heißt aber, dass die Daten trotzdem verloren sind. Ne? Das ist halt einfach so. Das ist zwar auch RAID, das hat was ein bisschen damit zu tun, dass hier eine relativ hohe Leseschreibleistung dann entsprechend abgerufen werden kann. Das mag auch einen Vorteil haben. Das hat aber dann keine Schutzfunktion. Ja? Das heißt also, bei Ausfall sind auch Daten weg. So, dementsprechend würden wir bei so etwas dann den RAID 1 entsprechend auswählen. Aber wir können jetzt auch mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel 3 Festplatten haben. Dann würde die Empfehlung lauten RAID 5. Ne? Das heißt also, ich habe hier mindestens 3 Festplatten, sagt er hier. Und von 10 Terabyte, die ich maximal zur Verfügung habe, könnte ich 5,4 Terabyte entsprechend nutzen. Ja, so, und hier steht auch, bei einem Ausfall einer Festplatte sind die Daten wiederherstellbar. Eine, nicht 2, nicht 3, eine. Ja, so. So, das Ganze, wenn wir jetzt auf 4 Festplatten gehen, würde auch die Empfehlung sein, RAID 5. Ja, so, das heißt also auch hier eine Festplatte geschützt.
Ich kann natürlich auch hier den RAID 1 nehmen, aber ich habe hier natürlich ein Problem, dass ich eigentlich nur 2,7 Terabyte zur Verfügung habe, ne? Und von 12,7 macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Oder aber ich gehe hier auf RAID 6, da brauche ich mindestens 4 Festplatten und dann habe ich auch den Ausfallschutz von 2 Festplatten und das ist dann auch erkennbar hier an den 12,7 Terabyte Max und 5,4 Terabyte nutzbar. Heißt, wenn ich 2 Festplattenausfälle berücksichtigen möchte, dann würde ich RAID 6 nehmen. Wenn ich davon ausgehe, dass maximal eine Festplatte ausfällt und ich die relativ zeitnah dann auch wechsle, dann komme ich eigentlich hier mit dem RAID 5 am besten klar. Und das ist auch die Empfehlung, die Ugreen hier entsprechend vorgibt. So, jetzt gehen wir einfach mal zurück und ich sage jetzt, ich möchte einfach nur 2 Festplatten entsprechend auswählen. Das hat auch den Hintergrund, je mehr Festplatten ich hier auswähle, ich kann für diesen Cluster, den ich jetzt hier gewählt habe, also für diese 2 Platten, nur einen Speicherpool anlegen. Heißt also, wenn ich alle 4 auswähle, kann ich einen Speicherpool anlegen und der geht über alle 4 Festplatten. Habe ich jetzt noch 2 in Reserve, ja, also hier die Festplatte 1 und Festplatte 2, dann kann ich noch einen zweiten Speicherpool anlegen mit entsprechenden Volumes. Ob man das braucht, ob man das will, das muss man sich gut überlegen. Da gibt es Vor- und Nachteile, das so zu tun. Aber ich habe jetzt mal einfach gesagt, ich möchte die beiden Festplatten hier zu einem Speicherpool zusammenfassen und vielleicht baue ich irgendwann noch mal einen zweiten und dann mache ich da entsprechend weiter. So, und jetzt müssen wir uns natürlich noch überlegen, ja, welchen RAID nehmen wir jetzt? Und da wir nehmen den empfohlenen und da haben wir dann 2,7 Terabyte freie Kapazität von insgesamt 5,4. So, und jetzt können wir noch hier den Festplattentest anklicken. Das heißt also, da wird eigentlich jetzt im Zuge der Erstellung des Speicherpools und auch des Volumes werden die Festplatten entsprechend schon mal auf fehlerhafte Sektoren und so weiter und so fort entsprechend getestet. Und damit ist man schon mal sicher, dass man nicht vielleicht, wenn es eine ganz nagelneue Festplatte ist, dass man sich da eventuell schon Fehler von vornherein einhandelt. So, dann gehen wir auf Weiter. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, nämlich das Volume zu erstellen. Und der sagt mir hier Volume 1 und sagt also volle Leistung, ne? Also 100%, 2779 Gigabyte. Möchte ich aber erstmal gar nicht, ne? Möchte ja vielleicht ein zweites Volume erstellen, für was auch immer. Und ich sage jetzt einfach, nö, ich möchte hier nur, weiß ich nicht, 389, sieht gut aus, macht nichts, ist völlig egal. Kann man hinterher auch noch verändern, ne? Also so ein Volume kann ich vergrößern im Zweifelsfall. So, jetzt geht es um das Dateisystem, ne? Da habe ich einmal das Thema Ext4 und ich habe das BTRFS. Ich persönlich tendiere zum BTRFS. Das BTRFS hat für mich Vorteile, weil es Snapshots entsprechend kopiert, Snapshots entsprechend erstellen kann und mir sonstige Vorteile zum Thema Kopieren und so weiter bietet. Müsst ihr aber für euch selber entscheiden. Ich würde hier, wie gesagt, BTRFS auswählen, aber bleibt euch überlassen. Und jetzt gehen wir hier auf Weiter. Und jetzt sagt er natürlich, jetzt zeigt er uns nochmal, was wir alles gemacht haben. Und jetzt kann ich hier unten hingehen und kann sagen, erstelle mir das. Möchte ich mit der Einrichtung fortfahren? Ja, möchte ich. Ich möchte formatieren. Jetzt fragt er nach dem Passwort. So, da geben wir jetzt unser Passwort ein und er erstellt jetzt entsprechend den Speicherpool 1. Wird erstellt. So. So, jetzt dauert das ein klein wenig, ne, weil der synchronisiert das jetzt. Kann auch sein, dass die Festplatte jetzt gerade schon im Schlafzustand war. Das kann ich nicht ganz ausschließen. Aber der Speicherpool 1 ist hier erstellt. Ne? Das heißt also, der arbeitet jetzt hier auch. Das dauert dann, ich würde mal tippen, vielleicht so 4-5 Stunden, bis das alles durch ist. Das macht aber nichts. Wir können entsprechend weiterarbeiten. Und wir haben jetzt, wie wir hier sehen, das Volume 1 schon erstellt. Das heißt, wir können hier jetzt schon entsprechend arbeiten und damit ist das eigentlich erstmal soweit erledigt. So, jetzt haben wir hier noch weitere schicke Sachen. Wir können jetzt hier zum Beispiel noch ein weiteres Volume erstellen. Ne? Dann sind wir wieder hier, dann fragt er, in welchen Speicherpool. Wir haben nur eins. Jetzt kann ich auch hier wieder sagen, ne, welche Größe und so weiter und so fort. Ich kann das Dateisystem auswählen und so weiter. Das heißt also, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier weitere Volumes auf dem entsprechenden Speicherpool zu erstellen. Das wollen wir jetzt in dem Moment erstmal nicht. Kann man nachträglich alles immer noch machen, wenn man das entsprechend braucht und benötigt. Und dann ist das erstmal soweit gut.
So, beim Thema Datenverarbeitung, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, was sich dahinter entsprechend verbirgt, ohne Speicherpool. Und dann schauen wir uns einfach mal das ganze Thema erweitert an. Und hier sind jetzt noch Möglichkeiten zum Thema Leistungsoptionen. Da sind diese Auswahl jetzt hier oben jetzt zum Beispiel, die hat etwas damit zu tun, wir machen jetzt ja auf dem Speicherpool die sogenannte Reitsynchronisierung. Das ist das, wo ich gerade sagte, das dauert so 4-5 Stunden. Und jetzt kann ich hier auswählen, welche Priorität ich eigentlich haben möchte. Möchte ich als Benutzer lesen und schreiben als Priorität haben oder möchte ich, dass die Reitsynchronisierung hier als Priorität läuft? Das heißt, die geht dann eventuell etwas schneller. Dafür habe ich natürlich unter Umständen auch massive Performance-Einbußen und könnte dann jetzt unter Umständen hier nicht mehr so flüssig arbeiten an dem System. So, da wir jetzt hier das Video machen wollen, haben wir natürlich gesagt, wir bleiben erstmal bei der Priorität hier Benutzer lesen, schreiben. Wie lange das mit dem Reit dauert, ist uns eigentlich erstmal egal. Lass das Ding rödeln. So, und dann haben wir hier die schnelle Reparatur. Das heißt also, hier kann man sich angucken, bei ungenutzten Volumes, dass, wenn irgendwas zu reparieren ist, dass bestimmte Sachen einfach übersprungen werden oder beziehungsweise das optimiert repariert wird, in Anführungszeichen. Das geht dann etwas schneller, das kann man ein- und ausschalten. Das ist hier nativ auf ein angehakt. Ich denke, das passt erstmal soweit und damit ist das gut. So, damit wären wir hier bei dem Speicher jetzt erst schon mal durch. Jetzt können wir uns natürlich hier nochmal anschauen, was denn für Informationen jetzt zum Beispiel für das ganze Thema der Festplatten hier gezeigt werden. Das heißt also, wir sehen jetzt hier, werden unsere installierten Festplatten, HDDs oder SSDs entsprechend angezeigt. Und hier wird auch gesagt, sind die im Normalzustand oder haben die vielleicht schon irgendwie ein Problem und so weiter und so fort. Hier wird die Kapazität angegeben, hier werden Temperaturen angegeben und hier wird auch gesagt, in welchem Speicherpool die sind und hier die sind halt nicht verwendet. So, jetzt gibt's hier hinten noch so drei Punkte und da kann man sich jetzt hier nochmal angucken, kann sagen, okay, ich habe jetzt hier nochmal Details, ich kann einen Gesundheitstest machen, ich kann die lokalisieren, ich kann die deaktivieren, ich kann aber auch sagen, Daten löschen. So, wenn wir hier einfach mal auf die Details gehen, dann sehen wir den Betriebsstatus der einzelnen Festplatte. Ja, das heißt also, der sagt jetzt hier, welchen Status der hat, der sagt die Temperatur, der sagt, ob die Festplatte sich schon mal neu verbunden hat, die sagt was über Betriebsstunden aus und so weiter und so fort. Hier das Ganze auch noch so ein bisschen in Statistik. Und das kann man sich dann hier alles angucken. Das heißt also, man kann hier auch rausfinden, wie lange ist so eine Festplatte jetzt eigentlich schon wirklich am Ende des Tages in Betrieb. Ne? So, hier 14.700 Stunden. Heißt also, meine, die ich da jetzt gerade drin habe, die ist jetzt auch nicht mehr ganz taufrisch. Macht aber auch nichts. Ne? Soll ja hier erstmal nur zum Zeigen sein. So, und jetzt kann man sich noch die Grundattribute der Festplatte, der einzelnen Festplatten angucken. Ne? Das ist Festplatte 3, welche Marke, Western Digital, die Modellnummer. Da gibt's eine Seriennummer zu, da ist die Kapazität, da ist der Typ, dann steht die Schnittstelle, da steht das Standardprotokoll, wie viel Umdrehung die Festplatte macht, wie oft die eingeschaltet wurde, welche Firmware-Version die hat und hier auch nochmal die Betriebsstunden und man kann das ganze Thema hier unten auch nochmal testen, um die Leseschreibleistung entsprechend hier nochmal abzufragen. Das heißt, man hat hier schon relativ gute Möglichkeiten, sich anzusehen, wie wie unsere einzelnen HDDs dann entsprechend auch aufgesetzt sind und in welchem Zustand die sind. Ja, so, und das Ganze kann man sich dann hier noch angucken, sofern es übermittelt wird. Die muss man sich immer angucken. Je nach Festplatte wird da mehr oder weniger übermittelt. Kann man sich die entsprechenden Smart-Informationen angucken. Ja, also hier Datenlesefehlerquote, Spindelanlaufzeit und all solche Geschichten. Also wer sich mit diesen Details hier befassen will, ich persönlich tue es nicht. Ich bin kein Festplattenguru, ich bin kein Administrator in dem Sinne. Ich kann damit nicht so wirklich viel anfangen. Im betrieblichen Umfeld macht das sicherlich bestimmt Sinn, dass da zwischendurch mal einer hinguckt und sagt, oh, da habe ich eine Ausfallwahrscheinlichkeit oder anhand bestimmter Parameter kann ich erkennen, da passiert irgendwie etwas. Wir sollten vielleicht schon mal einfach präventiv eine Festplatte wechseln. Irgendwie sowas. Ne? Aber wie gesagt, für einen privaten Anwender ist das eher nicht so unbedingt der Fall. Das Ganze kann man auch noch mit erweiterten Funktionalitäten darstellen. Wie gesagt, ist schön, aber habe ich jetzt persönlich nicht unbedingt Nutzen von. Okay, so jetzt haben wir natürlich hier noch ein bisschen was, dass man sagt, ich habe einen Gesundheitstestplan. So, ne? Das heißt also, ich kann mir jetzt hier einen Testplan erzeugen, der zum Beispiel wie hier, ne? Der kommt so mit, den habe ich jetzt glaube ich gar nicht angelegt hier. Der sagt also einmal die Woche testet der alle 4 Festplatten, macht so einen Smart-Schnelltest.
Und da werden dann entsprechend diese ganzen Parameter nochmal abgefragt und dann werden die auch entsprechend überprüft. Und dann gibt's hier noch einmal pro Monat, sagt er, macht er an allen 4 Festplatten, macht er dann einen Volltest. Und dann wird da erweitert dann entsprechend alle Parameter abgeprüft. Und dann gibt's hinterher auch eine Benachrichtigung, ob das alles vernünftig ist oder ob es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, ob man irgendwo drauf achten muss. Also von daher ist schon ganz ordentlich gemacht. Ist aber auch, wie gesagt, für ein Netzwerk Attached Storage soll das so sein. Das braucht man. Ne? Sind so Grundlagenfunktionalitäten. So, und hier gibt's jetzt noch unter erweiterte Einstellungen die Möglichkeit Warnung vor fehlerhaften Sektoren. Ne? So, und wenn hier die Anzahl dieser fehlerhaften Sektoren auf einer Festplatte ansteigt mit steigender Lebensdauer und so weiter und so fort, dann kann hier auch eine Benachrichtigung entsprechend erzeugt werden, beziehungsweise der warnt dann entsprechend davor. Und dass man dann also wieder eine Indikation hat, ich muss irgendetwas an meinem Speicherpool tun, damit der mir morgen nicht abraucht und ich unter Umständen vor irgendeinem Problem stehe. So, dann haben wir noch externer Speicher, haben wir jetzt keinen angeschlossen. Damit sind wir eigentlich hier jetzt aus dem ganzen Thema Speicher, sind wir fertig. So. Dann machen wir das mal zu. Das heißt also, wir haben jetzt unseren Speicher angelegt. Die Maschine rödelt jetzt vor sich hin, macht jetzt also diesen Write. Und dann würde ich empfehlen, wir schauen jetzt einfach in die Systemsteuerung. So, und in der Systemsteuerung würde ich einfach sagen, da tickern wir uns einfach mal durch und starten einfach mal mit der Benutzerverwaltung. Das ist nämlich relativ wichtig, weil ihr habt ja, als ihr die Maschine gestartet habt und den initialen Installationsprozess durchlaufen habt, einen Administrator angelegt. Ne? Bei mir heißt der hier Testadmin, das bin ich, ja, herzlichen Glückwunsch. Und dieser Testadmin, der hat natürlich jetzt, wenn wir mal auf Bearbeiten gehen, hat der natürlich ein Passwort, da kann ich eine Beschreibung zu eingeben, ich kann dem eine E-Mail verpassen, wenn ich das gerne möchte. Ja? Und hier kann ich sagen, die letzte Änderung, letzte Änderung des Passworts war irgendwie 30.07., irgendwie sowas um den Dreh. So, und die Rolle ist Administrator. Ja, das ist wichtig, das wird auch später nochmal wichtig, wenn wir uns nämlich da angucken, wenn wir einen normalen Nutzer anlegen. Und hier kann ich auch eine Benutzergruppe, wir haben noch keine, schauen wir uns aber auch gleich an, kann ich diesen Kollegen auch einer entsprechenden Benutzergruppe zuweisen. So, und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, soll denn der Administrator auch einen persönlichen Ordner haben? Und wenn ich den anklicke, dann fragt er mich, auf welchem Volume möchte ich das denn erstellen? Und sage ich einfach auf dem Volume 1, ich habe eh kein anderes und sage bestätigen. So, und jetzt kann ich noch sagen, der soll auch noch eine unbegrenzt steht jetzt hier, oder ich kann dem sagen, der darf nicht mehr als 20 Gigabyte haben, ansonsten mehr braucht er nicht. Ja, so. Und ich könnte jetzt hier im Zweifelsfall noch sagen, das Konto soll deaktiviert werden, entweder sofort oder deaktiviert ab. Das heißt also, das würde dann Sinn ergeben, wenn ich einen Nutzer habe, von dem ich weiß, der geht in 3 Wochen wieder, dann kann ich dieses Konto automatisiert entsprechend deaktivieren. Können wir uns aber gleich noch bei einem Nutzer angucken. Das ist jetzt hier ausgegraut. Das soll auch so sein, weil wenn ich mich jetzt hier deaktiviere, haben wir keinen Benutzer mehr, dann kann ich die Maschine neu installieren. Also ist das als Einzelbenutzer, macht das jetzt Sinn, dass hier das alles ausgegraut ist und dementsprechend passt das schon mal soweit. So, hier unten auf die 2-Faktor-Authentifizierung, da komme ich gleich nochmal drauf. Wir schauen jetzt erstmal hier auf die Berechtigungen und Einstellungen. Ja, die möchte ich speichern. So, und hier sehe ich jetzt Berechtigungen zum Beispiel für freigegebene Ordner und so weiter und so fort. Da ist jetzt noch nichts drin, aber da kommen wir später auch nochmal dazu. Da sehen wir dann da etwas mehr. So, jetzt gehen wir nochmal zurück hier zu den grundlegenden Informationen. Und zwar die 2-Faktor-Authentifizierung gehen Sie zu Ich. Ja, das hört sich so schön an. Dieses Ich, und dieses Ich findet man, wenn wir mit der Maus mal hier hingehen, nämlich hier. Da, wo der rote Punkt über der Person leuchtet, da ist nämlich dieses Ich. Und wenn ich mich jetzt dahin navigiere, dann geht jetzt hier ein Fensterchen auf und das beschreibt dann nochmal mein Konto. Das heißt also, das jetzt hier dieses Administratorkonto. Ne, wir sehen also jetzt die gleichen Informationen, die wir da eigentlich gerade schon hatten. Ich habe hier noch die E-Mail, habe ich hier noch nicht drin. Ich kann auch hier ein Ugreen Cloud Konto entsprechend verknüpfen. Das muss man sich auch noch überlegen, weil damit habe ich natürlich Möglichkeiten, bestimmte Konfigurationen
in der Ugreen Cloud zu speichern, oder ich habe auch Möglichkeiten, eine Wiederherstellung für den Fall, dass mit der Maschine mal irgendetwas ist, von diesem Cloud-Konto wieder zurückzuspielen. Ich habe jetzt hier kein Cloud-Konto. Wenn man nachher so voll im Betrieb ist und ist produktiv, dann sollte man sich das mit diesem Cloud-Konto überlegen, ob das für einen Sinn macht oder eher keinen Sinn macht. Dann gehen wir hier mal auf die Kontoaktivität. Da steht jetzt eigentlich nichts so Dramatisches drin. Da steht jetzt nur drin Verbindungszeit. Heißt also, wann habe ich den Hobel hier angeschmissen und wann hat sich da jemand eingeloggt und seitdem läuft das da vor sich hin. Das heißt, diese Auflistung passieren hier. Ich kann jetzt natürlich auch sagen, beenden, dann schmeißt er mich hier raus. Ja. So, und der sagt mir natürlich, von welcher IP-Adresse komme ich denn eigentlich, ne? Also von welchem PC oder von welchem Adressbereich greife ich denn jetzt eigentlich hier auf auf die Ugreen, auf das Nest zu. So, und jetzt kommen wir zum Thema Kontosicherheit, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und hier ja, scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also ich persönlich bin der Meinung, ein Administratorkonto mit all den Berechtigungen, die man hier hat. Und man kann ja hier auch, das sehen wir später noch, auch das ganze Thema SSH, heißt also die Zeilen, also auf die Kommandozeile kommen. Und da habe ich ja unter Umständen dann auch Berechtigungen zum Thema Root und so weiter und so fort. Das heißt also, ich denke oder ich persönlich halte das für mich so, dass ich mindestens das Administratorkonto mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung normalerweise betreibe, um sicherzustellen, dass hier nicht großartig was passiert oder dass keine Unbefugten da dran kommen. Und die Zwei-Faktor-Authentifizierung spielt spätestens dann eine Rolle, wenn ihr von extern zugreift, heißt also aus dem Internet. Dann würde ich sowieso alle Konten, die irgendwie aus dem Internet erreichbar sind, über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung laufen lassen. So, das heißt also, wenn man das jetzt hier anmeldet, ne, dann sagt er mir wieder, ich muss das Konto angeben oder beziehungsweise das Passwort. Das machen wir noch mal eben und bestätigen. So, und jetzt kann ich irgendeine beliebige Authenticator-App nehmen und kann dann entsprechend einen QR-Code, ne, also wir können jetzt einfach mal sagen, die ist installiert, so jetzt scanne ich mir hier den QR-Code mit meinem Smartphone und dann bekomme ich einen entsprechenden 6-stelligen Code, den gebe ich hier ein und dann kann ich das hier entsprechend aktivieren. Ich mache das jetzt nicht, weil sonst muss ich das nachher wieder rausschmeißen, aber ich würde euch definitiv empfehlen, einen solchen Weg zu gehen. Man kann sogar die Synology-App dafür nehmen, ne? Habe ich auch schon probiert, geht auch. Heißt also, dieser QR-Code, da kann ich jede x-beliebige Authenticator-App nehmen und mir dann entsprechend diesen 6-stelligen Bestätigungscode dann geben lassen und kann die dann dafür weiterverwenden. So, da gehen wir jetzt erstmal wieder raus. Wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden, aber meine Einschätzung dazu wäre diese, wie gerade genannt. So, und dann habe ich hier noch das Kontingent und da sind wir bei diesem persönlichen Ordner, ne? Da steht jetzt das unbegrenzt, das ist das, was wir gerade entsprechend gemacht haben. So, und damit bin ich jetzt eigentlich hier aus dieser Ich-Geschichte schon wieder raus, heißt also, ich bin eigentlich fertig. So, und ich hatte ja gerade schon gesagt, der Administrator. Der Administrator hat hier natürlich sämtliche Rechte, zum Teil Root-Rechte, wenn ich über die Kommandozeile komme und so weiter und so fort. Und ich kann nur jedem empfehlen, bei der Einrichtung den Administrator von den normalen Nutzern zu trennen. Heißt also, wenn ihr ganz normale, selbst wenn ihr Administrator und gleichzeitig Nutzer seid, würde ich empfehlen, legt für euch nochmal einen separaten Nutzer an, der dann nur die Berechtigungen auf der Maschine hat, die er auch wirklich braucht. Gilt natürlich genauso für alle anderen Nutzer, ob sie aus dem Familienbereich kommen, ob sie, weiß ich nicht, ob ihr im geschäftlichen Umfeld unterwegs seid. Also, wie gesagt, da wäre meine Empfehlung definitiv, den Administrator nicht einfach als normalen Nutzer zu nehmen. Und jetzt machen wir das doch einfach mal. Wir sagen einfach ein Nutzer. Ja, wer bin ich denn? Ich bin der Thorsten. Ne? So, und jetzt gebe ich ein Passwort ein. Ich kann das Passwort hier zufällig generieren. Und bei dem Thema Passwort kommen wir später nochmal hier in der Systemsteuerung, gibt es dann ja auch unter Sicherheit auch das ganze Thema Kennwort und Passwortstärke. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was da jetzt eingestellt ist. Ich mache jetzt einfach mal ein einfaches Passwort. Ne? Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Er sagt zwar schwach, aber er lässt es zu, das ist schon mal gut. So, jetzt habe ich also mein Passwort eingegeben für meinen Benutzer. Ich kann jetzt hier auch noch eine E-Mail eingeben.
E-Mails hier bei diesen Benutzern sind immer dann relevant, wenn ich auch möchte, dass der einzelne Benutzer oder ob der Administrator auch Nachrichten aus dem System erhalten soll. Ja, heißt also, ich sage jetzt mal zum Beispiel einfach das Kontingent auf dem zugewiesenen Speicherplatz, den ich als Nutzer habe, ist zum Beispiel voll oder geht der Neige zu. Diese Nachricht kann ich bekommen. Ja, also es gibt verschiedene Benachrichtigungsmethoden, die ich hier aus dem System generieren kann und da kann ich dann auch sagen, wer soll eigentlich zu welchem Zeitpunkt welche Nachricht entsprechend erhalten. Immer unter der Voraussetzung, dass der Nutzer hier natürlich auch entsprechend mit einer E-Mail entsprechend auch hinterlegt ist. Das gilt zum Beispiel auch, kommen wir jetzt gleich hier unten noch zu, wenn wir sagen, dass der Benutzer zum Beispiel das Passwort zwischendurch ändern muss, ne? So wie das im Unternehmensumfeld schon mal der Fall ist, dass gesagt wird, alle 30 Tage Passwort ändern. Ne? So, dann generiert das System halt die E-Mail, schickt die hier an die E-Mail-Adresse von dem Nutzer und sagt immer, ne, in 8 Tagen ist wieder soweit, muss bitte dein Passwort ändern. Bei der Beschreibung kann ich noch eingeben, dass ich ein Testnutzer bin oder weiß ich nicht, was man da sonst alles eintragen möchte. Und hier kommen wir wieder zur Rolle. Und zwar die Rolle habe ich Administrator oder normaler Benutzer. Das heißt also, in dem Fall bleiben wir jetzt einfach bei normaler Benutzer und Benutzergruppe haben wir immer noch keine, aber das machen wir auch gleich. So, hier haben wir den persönlichen Ordner. Das kann ich jetzt wieder an- oder abhaken. Wir lassen es jetzt einfach mal angehakt und sagen, ja, auch der Nutzer soll einen persönlichen Bereich auf dem NAS haben und dann entsprechend liegt das auch vorhanden. Hier kann ich jetzt noch sagen, dass diesem Benutzer gar nicht erlaubt ist, zum Beispiel das Passwort zu ändern. Das ist auch möglich. Dem gebe ich gar nicht die Möglichkeit, sein eigenes Passwort zu generieren, sondern die Passwörter werden immer durch den Administrator generiert und zwar hier durch eine zufällige Generation und das gebe ich einfach vor. Das will ich nicht, dass das der Benutzer alleine macht. Kann man so machen. Weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist oder nicht. Also, aber müsst ihr entsprechend entscheiden, wie ihr das einrichten wollt. So, und jetzt bin ich hier eigentlich auch schon wieder fertig, ne, und kann sagen, so, den Benutzer habe ich jetzt angelegt. So, der ist jetzt hier, ne, normaler Benutzer. Und jetzt kann ich noch sagen, Benutzergruppe, und ich sage jetzt einfach, ich gebe jetzt eine Nutzergruppe ein und sage jetzt einfach mal, das sind, weiß ich nicht, wir machen einfach mal Familie, ist ja nicht schlimm. Ne? So, das ist also die Familiengruppe. So, und die Familiengruppe, da kann ich jetzt natürlich sagen, wer soll denn zur Familiengruppe gehören? Ja, also ich soll zur Familiengruppe gehören. Ne? Und das ist schon mal schön. So, und jetzt kann ich sagen, damit bin ich jetzt erstmal fertig. Das heißt also, ich habe jetzt schon mal hier für den Netzwerkserver oder für den Speicher habe ich jetzt erstmal schon mal 2 Leute angelegt. Ne? Einmal den Administrator und einmal einen ganz normalen Nutzer, der bislang erstmal noch gar keine großartigen Berechtigungen hat. Der kann auch noch nicht wirklich was sehen, außer dass er, und da schauen wir jetzt schon mal, da spicken wir schon mal im Vorfeld, und sagen hier, starten. Ja, wollen wir eigentlich nicht, wir machen das weiter. So, komm, weiter, aktivieren, persönliche Ordnerverwaltung. So, ne? Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel persönliche Ordnerverwaltung, die wir ja gerade schon bei dem Nutzer entsprechend angewählt haben, dass wer hier die vollständige Kontrolle hat. Ne? So, und wer hat einen persönlichen Ordner und wer hat die vollständige Kontrolle darüber und wie sieht das alles ganz aus und wo finde ich das? Und da sagen wir jetzt einfach mal okay. So, und jetzt sehen wir hier unter Benutzerordner, finden wir unsere beiden Benutzer wieder, nämlich den Test-Admin und den Thorsten, den mich. So, und hier sehen wir dann, da können jetzt entsprechend Daten drunter angelegt werden. Ja, so. Bevor wir hier aber jetzt mit den Dateien weitermachen, das machen wir eigentlich besser zum Schluss, weil wir müssen nämlich erstmal, damit wir solche Dateien dann auch überhaupt im restlichen Netzwerk verwenden können, kommen wir nämlich jetzt aus der Benutzerverwaltung. Und Entschuldigung, falsch. Wir gucken erst nochmal auf die erweitert. Da wird es nämlich jetzt ein bisschen interessant. Da war ich jetzt schon mal einen Schritt zu weit. Aber wir gucken jetzt erstmal hier bei der Benutzerverwaltung auf erweitert. Und da sehen wir nämlich Regeln für Passwortstärke. So, und jetzt gibt's hier so verschiedene Sachen, die kann man anhaken, um ein Passwort
sicher zu machen. Ne? Das heißt also, der Benutzername darf nicht eingeschlossen sein. Oder häufig verwendete Passwörter dürfen nicht eingeschlossen sein, was auch immer häufig verwendete Passwörter sind. Es muss Groß- wie auch Kleinbuchstaben dabei sein. Es muss mindestens eine Ziffer sein oder ein Sonderzeichen und ich kann auch eine Mindestlänge entsprechend vorgeben. Ne? Wenn ich das jetzt hier abwähle, kann ich jetzt hier sagen 6 Ziffern. Nee, kann ich auch so vorgeben. Alles schön. So, und ja, das ist das Thema Ablaufregeln aktivieren. Und da sind wir wieder bei dem E-Mail-Thema. Ne? Ich kann jetzt hier sagen, wenn ich das jetzt hier anhake, die Gültigkeitsdauer des Passworts 90 Tage und dann gibt es eine Benachrichtigung bevor Ablauf, 7 Tage vorher. Ne? Und dann ist eine Passwortänderung nach Ablauf erforderlich, ja oder nein. So, und dann gibt es hier noch Möglichkeiten, dass ich Benutzer mit dauerhaft gültigen Passwörtern auch noch entsprechend einfüge und das sage ich jetzt einfach mal, das ist mein Testadmin. Ja? Der muss das nicht. Der ist schlau, der macht keinen Blödsinn. Ja? Also der Testadmin, der hat ein dauerhaftes Passwort. Alle anderen müssen ihr Passwort entsprechend alle 90 Tage verändern. Jetzt haben wir das ja hier einfach gehalten, ne? Nur Groß- und Kleinbuchstaben, aber wie gesagt, hier, je nachdem, in welchem Umfeld ihr unterwegs seid, macht es da natürlich Sinn, die Passwörter entsprechend in einer vernünftigen Stärke auch entsprechend zu wählen. So, jetzt können wir sagen, wir übernehmen das. Und dann sind wir jetzt in der Benutzerverwaltung, sind wir jetzt fertig. So, und jetzt kommen wir auf das ganze Thema Dateidienste. So, und bei den Dateidiensten, da sehen wir jetzt natürlich, dass ich zum Beispiel hier, der erste Reiter hier, das ist SMB. Das heißt also, hier kann ich den SMB-Dienst entsprechend aktivieren und das mache ich auch einfach mal. Und wer einen Windows-Rechner hat, der sieht jetzt hier schon die Arbeitsgruppe Workgroup, ne, das kommt einem alles bekannt vor. Heißt also, der SMB-Dienst ist eigentlich etwas, was im Windows-Umfeld relativ üblich ist, was aber durchaus auch bei Apple und anderen auch funktioniert. Aber wie gesagt, kommt eigentlich eher so aus dem Windows-Umfeld. Und das sorgt dafür, dass wenn wir nachher hier auf unserer NES hier einen Ordner anlegen, dass wir diesen Ordner zum Beispiel auch auf unserem Windows-PC wiederfinden. Ne? Dass der also entsprechend dort auch hin verlinkt wird oder beziehungsweise, dass wir darauf zugreifen können. So, wenn wir jetzt mal hier auf Erweitert gehen, da kann ich jetzt noch ein paar Sachen einstellen, dass ich zum Beispiel freigegebene Ordner vor Benutzern ohne Berechtigung verberge. Heißt also, die sehen die erst gar nicht. Ne? Also ich kann nicht auf irgendetwas klicken und dann kommt das Fenster und sagt, gib mir mal deinen Benutzernamen und dein Passwort und sagt dann, nee, du hast gar kein Konto. Nein, für diejenigen, die gar keine Berechtigung haben, kann ich das direkt verbergen. Das heißt, die Strukturen sehen die gar nicht. Jetzt kann ich hier sagen, ob das SMB-Protokoll Übertragungsprotokoll aufgezeichnet werden soll. Das heißt, ich habe ja hier auch so eine Protokoll-Thematik, ne? Also hier, ich kann das ganze Logging. Das heißt, hier kann ich dann entsprechend sagen, das soll alles mit aufgezeichnet werden. Da sieht man, wer wann wie wo zugegriffen hat und auf welche Files und so weiter und so fort. So, und hier kann ich jetzt noch sagen, welche Unterstützung, welches SMB-Protokoll habe ich jetzt hier. Wir haben jetzt hier alle 3 hier kann man noch weitere Einstellungen machen, Übertragungsverschlüsselungsmodus, Serversignatur und so weiter und so fort. Grundsätzlich reicht das aber einfach erst einmal, um von einem Windows-Rechner entsprechend auf ein File hier zuzugreifen. Von einem Mac OS haben wir hier so einen Kompatibilitätsmodus, damit das auch entsprechend funktioniert. Und hier kann ich noch ein paar Einstellungen machen, dass ich Verbotsdateien habe. Bestimmte Sachen dürfen nicht gezeigt werden und so weiter und so fort. Hier kann man sich noch durchklicken und sagen, was man eigentlich möchte und was man entsprechend nicht möchte. Aber grundsätzlich reicht eigentlich hier nur zu sagen, ich möchte den SMB-Dienst aktivieren. Die erweiterten Einstellungen braucht man im normalen Umfeld eigentlich nicht unbedingt. So, wenn wir jetzt mal hier auf FTP gehen, also speichern sollten wir das noch, weil das brauchen wir ja nachher. FTP, also File Transfer Protokoll, damit kann ich natürlich Dateien, die ich hier auf dem NES habe, zum Beispiel auch über das Internet zugänglich machen oder übertragen. Wollen wir jetzt nicht, deswegen lasse ich das hier auch oder hake ich das entsprechend nicht an. Das kann man hier anhaken, ne? FTP oder FTPS, ne? S ist der gesicherte Dienst, aber wie gesagt, wollen wir nicht. Wir wollen nicht übers Internet übertragen, sondern einfach nur vom Windows-PC erstmal zugreifen.
NFS, den NFS-Dienst kann ich natürlich aktivieren. Damit befinde ich mich dann natürlich in einem relativ guten Umfeld, wenn ich nicht von Windows oder von Mac OS komme, sondern aus dem Linux-Umfeld und ähnliches. Da habe ich dann schon mal eher das Thema, dass der NFS-Dienst dann vielleicht eher sinnvoll erscheint. Aber brauchen wir jetzt hier auch nicht, weil wir wollen ja nicht von Linux oder wollen ja nicht von einem Linux-Rechner zugreifen, sondern einfach nur von unserem Windows-Rechner. Dann gibt's hier noch Async. Das sind irgendwelche Sachen, die tauchen auf, wenn man in so einem Rechnerverbund ist. Da kann man dann auch irgendwie Dateien freigeben. Habe ich in meinem Leben noch nicht gebraucht. Wer das braucht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht im betrieblichen Umfeld. So, und dann haben wir noch das WebDAV. WebDAV ist so ein bisschen geht so ein bisschen in Richtung FTP, weil ich dort eigentlich auch in Richtung Internet unterwegs bin. Das heißt also, über den WebDAV-Dienst kann ich Dateien vom NAS oder kann vom Internet auf Dateien hier auf meinem NAS entsprechend zugreifen. Natürlich auch immer mit Passwortabfrage und so weiter, aber das wäre hier eine Möglichkeit, dann den WebDAV-Dienst entsprechend zu nehmen. So, dann haben wir hier noch Erweiterungen. Hier kann man jetzt noch den WSDD2-Dienst aktivieren. Das heißt also, wenn ich den aktiviere hier, dann findet mein Windows-Rechner auch entsprechend hier das NAS im Netzwerk. Ja, das heißt also, unter der Windows-Umgebung kann ich das dann entsprechend machen. Das gleiche gilt hier für Apple. Das ist dann der Bonjour-Dienst. Ja, und dann gibt's hier noch das ganze Thema Universal Plug-and-Play Entdeckungsdienst. Heißt also, auch den kann ich aktivieren, dann findet mich auch der Fernseher. Ne? Also wenn man das braucht, wenn man das möchte, kann man das hier entsprechend einstellen. So, wir sagen jetzt hier einfach mal übernehmen. Wichtig ist der SMB-Dienst und der WSDD2. Ja, den brauchen wir nicht unbedingt. Wir wissen ja ungefähr, wo wir hin müssen. So. Damit haben wir die Dateidienste schon mal so weit vorbereitet, dass wir später dann entsprechend ein Verzeichnis und eine Datei anlegen können und die können wir dann auch auf unserem Windows-Rechner entsprechend dann abrufen und auch entsprechend modifizieren. So, dann kommt der nächste Punkt, die Geräteverbindung. So, hier gibt's dann 3 Reiter. Einmal das Thema LAN, benutzerdefinierter Gerätename. Heißt also, hier kann ich entsprechend sagen, ich muss nicht mehr meine IP-Adresse eingeben, ne, wie man das bei mir oben in der Befehlszeile sieht, ne, 10.10.90.205 und dann mit dem Port 9999, sondern ich kann das hier über HTTP und dann //DXP 4800 plus bla bla bla, ne, so wie es hier steht. Ne? Also ich kann das hier dann entsprechend kopieren, dann kann ich das aus dem Browser und wenn ich vom PC oder vom Mobilclient kann ich das dann hier rüber machen. Heißt also, das ist dann mein Name und die direkte URL, mit der ich zugreifen kann. Dann gehen wir auf den Remote-Zugriff. Da gehe ich jetzt nicht weiter großartig drauf ein. Das ist also etwas, wenn ihr aus dem Internet entsprechend auf die Maschine zugreifen wollt. Da gibt's hier 2 Modi, Modus 1 und Modus 2. Also der eine ist der Ugreen Link Remote-Zugriff. Ich sage das mal einfach so, das ist für mich so ein bisschen so das Quick Connect aus der Synology-Welt. Und dann habe ich noch die DDNS-Unterstützung und der dritte Modus, der taucht hier natürlich nicht explizit auf, aber ist natürlich, wenn ihr eine eigene Domäne habt. Wenn euch das interessiert, Remote-Zugriff, also Zugriff auf das Ugreen NAS aus dem Internet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, lasst es mich wissen. Dann schaue ich mal, dass ich dazu vielleicht noch mal ein separates Video mache, weil hier gibt's wesentlich mehr noch Sachen, die man zu beachten hat, dann im Zweifelsfall auch unter den Sicherheitseinstellungen, wenn man von außen zugreift. Das wird jetzt hier, sag ich mal, die Basiseinrichtung würde das jetzt hier erstmal sprengen. Ja, also wie gesagt, wenn euch das interessiert, schreibt es unten in die Kommentare, dann schaue ich mal, ob ich da noch mal ein separates Video zu machen kann. So, dann haben wir hier den dritten Reiter und das ist die Portaleinrichtung. Und hier kann man so ein bisschen customizen. Ne? Das heißt also, hier kann man jetzt sagen, wie möchte ich eigentlich zum Beispiel meinen Anmeldestil haben. Ne? Hier kann ich sagen, den Hintergrund ändern. Hier kann man eigene Bilder hochladen. Man kann sich aber auch hier bei den Standards etwas aussuchen. Ne? Das kann dann so sein, weiß ich nicht. Oh, meine Güte, die haben wir ganz einiges an Bildern hier, womit ich das dann entsprechend machen kann. Ich ändere das jetzt erstmal nicht. Ich lasse den Anmeldebildschirm so und hier kommt es jetzt zu den interessanten Sachen und zwar diese Webpage-Dienste. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, ne, meine IP hier oben, ne, 10.10.90.205 und dann die 9999, das ist der HTTP-Port. So, wenn ich über HTTPS zugreife, ist das der Port 9443. Aber
Momentan sind wir hier mit HTTP unterwegs. Ich kann natürlich sagen, grundsätzlich von HTTP auf HTTPS umleiten. Das heißt, selbst wenn ich mich mit der 9999 hier melde, leitet der mich immer auf die 9443 um. Ja, so. Hier kann ich jetzt noch sagen, wie ich mit dem ganzen Thema Port 80 und Port 443 umgehen will, ob ich die entsprechend verwenden will oder ob die entsprechend frei verfügbar sein sollen. Das kann man sich hier entsprechend angucken. Ich würde es erstmal im ersten Moment so lassen, wie es ist. Hier haben wir noch die Erweiterung, das heißt also HTTP2 aktivieren. Hier, wie es steht, beschleunigt das Laden von Webseiten über eine verschlüsselte Verbindung. HTTP-Komprimierung aktivieren. Hier würde ich auch eigentlich erstmal nichts ändern. Reuse-Port, dann gibt's hier noch benutzerdefinierte maximal gleichzeitige HTTP-Verbindung und Aktivieren des Überschrifts vom Server zu HTTP-Antworten. Kann man alles sich im Zweifelsfall nachher mal überlegen, wenn man mit der Maschine mal länger unterwegs ist und die eine oder andere Anwendung hat. Aber ich sag mal, wie gesagt, für den ersten Schuss ist hier eigentlich so nichts zu machen. So, Domain, LDAP, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Also Domain-Server und so weiter und so fort, das ist was für Unternehmen. Ich glaube, damit wird sich keiner im privaten Umfeld mit rumschlagen. Und schon gar nicht als Ersteinrichtung für Einsteiger in Anführungszeichen, das ist also dann schon etwas, da braucht es doch wesentlich mehr Wissen und vor allen Dingen, da muss man auch Zeit mitbringen und das ist doch administrationsaufwendig. Aber wir gehen dann weiter zum Terminal und da hatte ich ja gerade schon mal gesagt, ne? Terminal heißt also Befehlszeile, Kommandozeile und hier findet man die üblichen Verdächtigungen, einmal Telnet kann ich aktivieren, oder aber beziehungsweise SSH entsprechend aktivieren. Das sind dann die üblichen Ports, bei Telnet der Port 23 und bei SSH der Port 22. Hier kann man noch da automatisch deaktivieren nach 10 Minuten. Also ich sage jetzt einfach mal, der normale Anwender sollte eigentlich nicht in den Bereich geraten, wo er, sag ich mal, hier über die Befehlszeile, über die Kommandozeile etwas machen sollte. Wenn ihr nachher mal irgendwie mit Docker-Containern handhabt oder wenn ihr unter Umständen irgendwie mit MacVLAN und solchen Geschichten handhabt und die jetzt nicht wissen, worum es geht, schaltet einfach ab. Ja, also ist da nichts für eure Ohren. Aber wenn ihr dahin wollt, dann wird dieses Thema hier schon mal interessant, weil man dann unter Umständen nämlich mit Einstellungen und mit Skripten da ein bisschen was machen muss. Aber für alle anderen ist das Thema hier erstmal gut zu wissen, dass es das gibt. Aber mehr braucht man dazu auch erstmal für die Grundeinstellungen nicht zu wissen. So, und dann kommen wir auf Hardware-Energie. Hier wird es schon wieder interessanter, weil man hier nämlich unter Allgemein erstmal grundsätzlich einstellen kann, zum Beispiel den Signalton. Ne? Also manchmal piept die Maschine ja so ein bisschen vor sich hin und man kann jetzt hier nämlich sagen, in welchem Zustand oder für welche Zustände man eigentlich diesen Signalton aktivieren möchte. Ne? Also zum Beispiel bei Lüfterausfall, wenn eine Anomalie bei einem Volume- oder SSD-Cache auftritt, beim Systemstart, System fährt runter, hohe CPU- und Festplattentemperatur. Das kann man sich dann aussuchen. Wenn man das hier alles angehakt lässt, dann piept der in den Fällen halt einfach vor sich hin. So, dann haben wir hier Möglichkeiten, den Lüfter einzustellen. Heißt also, wir haben hier zum Beispiel einen Lüftermodus Standard. Das heißt, die Lüftergeschwindigkeit passt sich automatisch an die Systemtemperatur an. Ich kann aber auch sagen leise. Ja, und dann fährt er mit den niedrigstmöglichen Drehzahlen, macht natürlich dann in dem Moment weniger Lärm, aber das System kann natürlich auch dann wärmer werden, weil sich der Lüfter entsprechend nicht anpasst. Oder ich sage volle Leistung, ja, dann dreht der völlig frei, ist natürlich dann auch lauter, aber das System wird natürlich optimal gekühlt. Ich würde sagen, Standard hört sich gut an, also anhand der Systemtemperatur fährt der Lüfter rauf und runter, passt alle Male. Dann haben wir das Thema LED-Anzeigen. Hier ist das natürlich auch interessant. Das steht jetzt hier alles auf 100%. Heißt also, die LEDs leuchten 24/7 volle Granate. Ne? So, ich kann jetzt hier aber sagen, dass ich zum Beispiel, das Gerät steht bei euch im Wohnzimmer oder weiß ich nicht, an irgendeiner Stelle, wo euch ein Lichteintrag im Zweifelsfall durch diese LEDs stört, dann könnt ihr sagen, weiß ich nicht, in der Uhrzeit von am Wochenende, ne, kann man das hier machen. Da kann ich sagen, so, von 7 bis 8 Helligkeit einstellen und da hätte ich gerne nur 50%. Und dann stelle ich das ein und am Werktag zwischen 8 und 9, da möchte ich eigentlich, ich sage das jetzt einfach mal, da soll das dunkel sein. Das möchte ich überhaupt nicht, weil da schlafe ich. So, und dann kann man das
entsprechend machen. Man kann hier auch noch einen Plan hinzufügen, ne? Beziehungsweise, nee, keine einstellbare Zeit, sagt, da kann ich doch gar nicht. Heißt aber, ich kann hier einstellen, was wie wo passieren soll. Also wie gesagt, da ist Flexibilität für jeden dabei. So, da sagen wir einfach mal auf Übernehmen. So, und jetzt haben wir noch das Thema Energieverwaltung. Wie soll denn die Maschine jetzt überhaupt mit Strom umgehen, ne? Also hohe Leistung. Können wir jetzt mal sagen. Das heißt also, ich billige dem Gerät die maximale Leistung zu, was aber auch zu höheren Temperaturen, hatten wir gerade schon mal beim Thema Lüfter, und höherem Stromverbrauch entsprechend führt. Ich kann aber auch sagen, ausgeglichen. Das heißt also, der guckt so ein bisschen, was brauche ich an Performance und wo bin ich eigentlich im Stromverbrauch, und passt das so ein bisschen an. Ich kann auch sagen, energiesparend, dann fährt der besser nach Stromverbrauch und sagt, nee, wenn du Performance brauchst, kommst du morgen nochmal wieder, weil heute ist Stromsparen angesagt. Ne? Passiert also nichts. Das heißt, da muss man sich überlegen, was man persönlich eigentlich will und wie die persönlichen Anwendungsfälle sind. Ich würde erstmal sagen, hier auf ausgeglichen, das macht sicherlich erstmal Sinn. Ich sage jetzt mal, wer in einem betrieblichen Umfeld ist und weiß, dass, weiß ich nicht, da am Tag mit 75 Leuten dran gearbeitet wird und die müssen da alle drauf und die haben Zeit ist Geld, dann fange ich natürlich nicht mit Energiesparen an. Ne? Also so viel Strom kann ich gar nicht sparen, die 30 Cent pro Kilowattstunde, als dass ich, sage ich mal, 30 Euro pro Stunde ausgebe für einen Mitarbeiter, der nicht arbeiten kann, nur weil ich hier Strom spare. Also wie gesagt, das muss man sich alles im Detail überlegen, je nach Anwendungsfall. So, und dann haben wir hier noch das letzten Punkt, die Arbeitsspeicherkomprimierung. Und da kann man entsprechend jetzt hier ein- oder ausschalten. Muss ich neu starten? Nee, will ich jetzt gar nicht. Aber hier kann die Gesamtleistung des Systems entsprechend verbessert werden, wenn man bestimmte Sachen macht. Ne? Also Datenzugriffsgeschwindigkeit erhöht sich und die Gesamtleistung des Systems verbessert sich. So, das sind die allgemeinen Einstellungen. Jetzt haben wir hier noch Möglichkeiten bei dem Reiter Energie. Und zwar können wir jetzt hier natürlich sagen, was soll passieren, wenn zum Beispiel der Strom wiederkehrt. Ne? Ich sage jetzt einfach mal irgendwie nach einem Stromausfall, was soll die Maschine machen? Soll die ausbleiben oder soll die angehen? Und wenn ich das hier anhake, dann würde der, ne, steht hier auch bei dem Infofeld, wenn die Funktion aktiv ist, schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn die Stromversorgung nach einem unerwarteten Strombruch wiederhergestellt wird. So, würde ich eigentlich immer machen, je nachdem, was man hier drauf hat. Aber stell dir mal vor, bist mal 3 Tage nicht da oder ist Wochenende, irgendwas passiert, dann ist das ja erstmal vielleicht noch nicht schlimm, wenn das Ding ausgeht. Aber im Zweifelsfall geht er dann nicht wieder an und dann hat morgens, am Montagmorgen der Erste hat dann Probleme und kann nicht auf die Maschine zugreifen. Da muss erst wieder einer in den Serverraum. Alles Quatsch, ne? Also besser wieder loslaufen lassen. Sichere Lösung, kommen wir gleich noch zu, das Thema USV. Aber das machen wir dann gleich. So, hier gibt's noch die Möglichkeit Wake on LAN. Ne? Das heißt also, wenn der hier mal so in so einen Ruhezustand auch mit seinen Festplatten rutscht, wenn da überhaupt gar keiner drauf arbeitet, dann gibt's hier die Möglichkeiten, wenn der sich dann so einen Ruhezustand entsprechend dann mal versetzt hat, dass man den über den LAN-Anschluss entsprechend wieder aktivieren kann. Ne? Das heißt also, wenn da irgendwie einer versucht, dann über die IP-Adresse zuzugreifen, dann merkt er das und sagt, oh, da will einer was, ich weck mich wieder auf. Ne? Das macht man dann hiermit. Ansonsten hat man da nicht die Möglichkeit. Geplantes Ein- und Ausschalten kann ich jetzt hier noch quasi einen Zeitplan entsprechend erstellen, indem ich sage, ich möchte entweder täglich oder nur an Werktagen oder an Wochenenden oder benutzerdefiniert, möchte ich, dass die Maschine zu bestimmten Zeiten eine bestimmte Aktion, nämlich einschalten oder ausschalten, entsprechend macht. Heißt also, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich weiß, am Wochenende braucht hier keiner dran, da arbeitet hier keiner, dann könnte ich sagen, am Freitagabend um 23 Uhr Aktion, und zwar nicht täglich, sondern zum Wochenende hin, ne, dass ich einfach sage, Wochenende, bla bla bla, das ist dann, sagen wir mal einfach 0 Uhr, ist einfacher. Und sage dann ausschalten, sag okay. Und sagt dann natürlich aber auch, wenn am Montagmorgen oder ich sag mal andersrum, sagen wir um 23 Uhr schieß mich tot, um 23 Uhr 59, ist jetzt einfach nur eine Idee, ne? Wie man das auch immer macht, und sage, da möchte wieder eingeschaltet werden. Ne? So, und sage okay. Das heißt also, in dem Moment fahre ich dann am Wochenende um 0 Uhr fahre ich runter und am Wochenende um 23:59 Uhr fahre ich wieder hoch.
Ja, das muss man sich dann angucken, welche Zeitrahmen man da vernünftig einstellt, aber das ist dann geplantes Ein- und Ausschalten. Damit kann man solche Sachen machen. Oder ihr sagt, ich möchte eigentlich nicht, dass das Ding hier, weiß ich nicht, abends nach 23 Uhr läuft, weil da geht ja eh keiner mehr dran. Ich brauche das frühestens morgens um 7. Dann stellt man das hier drüber entsprechend ein. So, dann haben wir noch Ruhezustand der Festplatte. Ne? Das heißt also, hier kann ich anhaken, dass die Festplatte dann zum Beispiel in so einen Ruhezustand geht. Wenn 20 Minuten jetzt keiner zugegriffen hat, kann ich hier einstellen, je nachdem, wie ich das entsprechend möchte. Ich kann das Ganze protokollieren lassen, dann kann ich mir das auch entsprechend anzeigen. Und ich kann auch sagen, sofern wir eine USB-Festplatte angeschlossen haben, kann ich hier auch sagen, die USB-Festplatte soll dann auch mit in einen Ruhezustand. So, und wenn wir jetzt hier auf, nein, ich sag mal nicht speichern, USV gehen, da sind wir dann bei dem Thema, was ich gerade sagte, ne, Stromausfall und so weiter. Also unser Produktivserver, den wir hier betreiben, da habe ich eine kleine Batterie-USV angeschlossen, die ist über USB angeschlossen und die sorgt dann zumindest dafür, dass der Netzwerkspeicher gesichert runterfahren kann oder sich in einen gesicherten Zustand verbringt, weil das, was passiert, wenn so 4 Festplatten, so Magnetplatten, bei einem Stromausfall einmal quer über der Schreiblesekopf über die Magnetplatten rauscht, das ist im Zweifelsfall, ist das ein Totalschaden. Und von daher kann die Empfehlung nur sein, wenn euch etwas an euren Daten liegt und ihr habt wichtige Daten und ihr möchtet auch nicht bei so einer Thematik mal eben wieder 800 € für neue Festplatten ausgeben, dann würde ich empfehlen, hier für einen schmalen Euro echt eine USV zu kaufen. Die gibt's schon für 100 € oder teilweise drunter. Und damit stellt ihr entsprechend sicher, dass wenn die Energie mal ausfällt, dass der das erkennt und dass er sich entsprechend, wie gesagt, in einen sicheren Zustand verbringt und dann erst abschaltet und ihr habt dementsprechend keinen Datenverlust. Und wenn der Strom wieder da ist, haben wir hier vorne gesehen, ne, dann kommt, gar nicht hier vorne, sondern bei Energie, haben wir hier automatisches Einschalten, fertig die Maschine wieder hoch, passt alles. Gut. So viel zum Thema Hardware und Energie. Dann kommen wir zum Thema Uhrzeit und Sprache. Ist jetzt nicht ganz so spannend, ne? Also hier kann man Zeitzonen und so weiter einstellen, je nachdem, wo ihr gerade seid. Und hier kann man die Uhrzeit einstellen. Und zwar einmal manuell und einmal mit Zeitserver, und zwar automatisch synchronisieren. Ich habe jetzt hier einfach mal einen drinstehen. Ich weiß gar nicht, gibt es hier welche Vorgaben? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Vielleicht war der sogar vorher schon drin. Dieser Zeitserver, der ist nicht zu unterschätzen. Und ich würde euch empfehlen, diesen Zeitserver definitiv zu aktivieren, sofern ihr eine 2-Faktor-Authentifizierung habt. Weil was da passiert ist, dass ja das NES hier mit der 2-Faktor-Authentifizierung ja diesen 6-stelligen Code von eurem Handy erwartet. So, und wenn es dort Zeitunterschiede gibt, und die können durchaus auch mal im Millisekundenbereich liegen, dann kann das sein, dass euch der Server sagt, der Code passt nicht. Und dann kommt ihr auf das Ding erstmal so ohne weiteres nicht mehr drauf. Das heißt also, das sind so Sachen, die Erfahrung habe ich selber schon gemacht, jetzt nicht bei Ugreen, die habe ich bei Synology gemacht. Das sind aber tatsächlich Sachen, die auftreten, wenn man 2-Faktor-Authentifizierung hat und die entsprechende Synchronisierung zwischen der App und dem Server hier sein muss, dass es da drauf ankommt. Von daher, wenn hier mal die Serverzeit falsch geht, kann das sein, dass er nicht mehr auf die Maschine kommt. Dann gibt's auch Möglichkeiten, aber dann ist erstmal Schweißausbruch, ne? Weil man ja gerade in dem Moment was braucht. Also von daher würde ich empfehlen, wenn ihr mit 2-Faktor-Authentifizierung arbeitet, setzt hier diesen Zeitserver. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Sprache, da kann man sich jetzt noch aussuchen, die Web-Login-Sprache, ob man die Browsersprache nutzen möchte oder ob man Deutsch, Englisch, was auch immer ihr für eine Sprache sprecht. Ich habe jetzt hier einfach die Browsersprache. Man kann aber auch hier einfach sagen, okay, ich spreche da Deutsch. Ne? So, jetzt kann ich noch hier meine Sprache einstellen. Hier kann ich dann jetzt auch noch sagen, was hätte ich gerne für eine Sprache, welches Datumsformat hätte ich, ne? Also Jahr, Monat, Tag, welches Zeitformat, welche Temperatureinheit und so weiter und so fort. Da sind wir wieder so bei dem Thema Individualisierung. Na? So, und wenn wir schon gerade bei dem Thema Individualisierung sind, dann können wir uns auch angucken, das Hintergrundbild, das kann ich jetzt hier natürlich auch entsprechend ändern. Na, so, ich kann jetzt hier sagen Standard, und da bin ich wieder bei den Bildern, die ich gerade schon für die Eingabemaske hatte. Ich kann natürlich auch das Hintergrundbild hier von meiner
von meiner Maske verändern. Ja, so, und dann, wenn ich je nachdem, was ich da habe, kann ich sagen, anpassen, strecken, zentrieren, kacheln, Customization sagt man dazu. Der Menübalken, das ist jetzt natürlich schon mal ein bisschen was anderes. Und wenn wir den Menübalken angucken, und ich klicke jetzt hier einfach mal weg und sage Übernehmen, dann sehen wir, hier oben hat sich das verändert. Ne? So, das heißt also, dieser Menübalken, der hier sagt, was habe ich eigentlich momentan für eine CPU-Leistung, wie viel RAM und so weiter und so fort, den kann ich jetzt hier auch noch einstellen, dass ich sage, ich möchte Widgets haben oder keine Widgets haben. Oder ich sage, ich möchte die Ressourcen sehen oder nicht. Und dann fällt das weg und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann das hier auch alles noch individualisieren. Nach meinen Bedürfnissen, nach deinen Bedürfnissen natürlich, gar keine Frage. So, und damit sind wir jetzt eigentlich bei Uhrzeit und Sprache schon durch. Jetzt kommen wir wieder zu einem etwas spannenderen Thema. Und zwar kommen wir zum ganzen Thema Netzwerk. So, und die Netzwerkverbindung, das ist natürlich jetzt etwas, da müssen wir uns ein klein wenig genauer angucken. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das Standard Gateway, ne? Also ich bin ja hier in meinem IP-Bereich 10.10.90.205. Das heißt also, mein Standard Gateway ist die 10.10.90.1. Das kann ich jetzt hier bearbeiten. Kann sagen, okay, ich habe jetzt meine Netzwerkverbindung ist auf LAN 2. Ich könnte jetzt auch sagen, wenn ich den LAN 1 noch angeschlossen hätte und der wäre jetzt zum Beispiel auf einem anderen Gateway, könnte ich sagen, nee, ich möchte das andere haben. Ich kann im Zweifelsfall auch sagen, sofern ich eine interne IPv6-Adresse habe, dass ich sage, nee, ich möchte das zum Beispiel nicht über IP oder beziehungsweise ich habe zusätzlich eine Gateway-Adresse eine zusätzliche Gateway-Adresse über den IPv6-Bereich. So, habe ich jetzt hier nicht, weil ich eigentlich hier im internen lokalen Netzwerk mit IPv4 völlig klarkomme. Also IPv6 habe ich dann maximal, wenn ich von außen komme. Ist aber nochmal ein ganz anderes Thema, wird jetzt hier zu weit führen. Ne? Also hier sieht man IPv6 Standard Gateway, den hätten wir hier gerade mit bearbeiten können. DNS-Server, ne, heißt also Domain Name Server, heißt also, das ist ja üblicherweise das, was der Router oder das Gateway auch macht. Den kann ich hier noch manuell konfigurieren. Ich könnte jetzt hier sagen, dass ich hier zum Beispiel einen anderen DNS-Server habe. Das wäre zum Beispiel ein Fall, wenn ihr einen Pi-hole oder wenn ihr einen AdGuard Werbeblocker unter Umständen nutzt und ihr möchtet, dass alle Anfragen auch das NAS über diesen Werbeblocker laufen, dann würdet ihr natürlich den DNS-Server von dem Gateway von der 1 oder von der Punkt 1 auf die IP-Adresse eures Adblockers entsprechend umleiten und der Adblocker würde dann ja von da aus entsprechend weiterleiten. Heißt also, dementsprechend könnt ihr hier das umstellen für den Fall, dass ihr so etwas machen möchtet. Oder ihr habt einen separaten DNS-Server, dass das nicht über das Gateway läuft. Ja, solche Sachen gibt's ja auch, dass man da einen separaten Server für betreibt, der dann eine eigene IP-Adresse hat, die sich unterscheidet hier vom Gateway oder von was auch immer ihr da benutzt. So, ich kann hier auch noch sagen, mehrere Gateways aktivieren. Ne? Das heißt also, ich kann hier auch noch sagen, ja, weiß ich nicht, ein Port auf den einen, der andere Port auf den anderen. Das geht hier. Ne? Also hier sage ich dann noch Auflösung von Domainnamen über IPv4-Adressen bevorzugen und Erkennung von IP-Konflikten aktivieren. Das ist im Vorfeld schon angewählt, würde ich so belassen. Ist erstmal alles in Ordnung. Das heißt, damit sind wir bei den allgemeinen Einstellungen für das Netzwerk erstmal schon mal durch und würden jetzt uns die Netzwerkverbindung angucken. So, und wir sehen hier, LAN 1 ist hier bei uns nicht verbunden. Ich bin über LAN 2 verbunden und man sieht hier direkt auch, wie ich verbunden bin, nämlich über DHCP. Heißt also, ich bekomme eigentlich meine IP-Adresse vom DNS-Server oder beziehungsweise vom DHCP-Server zugewiesen. So, und wenn ich das jetzt ändern möchte, weil, ich sage jetzt mal, regulärer Betrieb, produktiver Betrieb heißt eigentlich, dass ich ja zum Beispiel eine feste IP-Adresse brauche. Dass ich eine feste IP-Adresse brauche, weil ich vielleicht eine Domäne in meinem lokalen Netzwerk habe, die auf eine feste IP-Adresse routet. Ich habe vielleicht Services, die ich über einen Shortlink irgendwo immer aufrufe. Dann brauche ich eine feste IP-Adresse. Wenn jedes Mal der DHCP-Server, wenn sich irgendwas ändert, hier mir meine IP-Adressen rauf und runter schaukelt, dann suche ich jedes Mal mein Server. Heißt also, das muss man sich überlegen, ob man hier entsprechend das auf manuell stellt
Na, und dann habe ich hier habe ich die Adresse erstmal fix, dann die Subnetzmaske, hier steht wieder mein Gateway drin, ja, auch hier könnte ich jetzt das Gateway entsprechend umstellen und ich habe hier den entsprechenden DNS-Server drin stehen. Und auch den kann ich hier entsprechend verändern. Ne? Könnt jetzt hier sagen, Punkt 5, dann ist das mein Edgard oder weiß ich nicht, irgendwie sowas. Upsala, das war jetzt nicht gut. 90.1, ne, ich stelle sowieso wieder um auf automatisch. So, und sage hier abbrechen, dann bin ich damit erstmal soweit fertig. Das heißt also, das sind die Möglichkeiten, die habe ich hier. Jetzt gibt's hier noch so ein paar schicke Sachen hier oben. Das ganze Thema Link Aggregation. Link Aggregation passiert eigentlich Folgendes. Wenn ihr jetzt beide LAN-Ports angebunden habt, dafür braucht ihr aber auch, um das nutzen zu können, braucht ihr aber auch einen Switch, der entsprechend Link Aggregation kann. Dann habt ihr die Möglichkeit, eine Performance-Steigerung zu erreichen, indem die beiden LAN-Ports quasi ja parallel verschaltet werden. Und das heißt, die Datenströme würden dann nicht nur über den einen LAN-Port gehen, sondern die würden sich auf die beiden LAN-Ports aufteilen und würden damit natürlich eine Performance-Steigerung entsprechend bringen. Ne, heißt also, die Bandbreite erhöht sich in dem Moment. Das heißt, das kann ich hier einstellen oder beziehungsweise da kann ich hier einen Assistenten starten, der entsprechend mich da durchführt, um die beiden LAN-Ports, die ich hier habe, den LAN 1 und den LAN 2, entsprechend über eine Link-Aggregation zusammenzufassen. Aber wie gesagt, dazu muss auch der Switch fähig sein und der Switch muss dann auch entsprechend eingestellt sein, damit der weiß, dass diese beiden Ports, wo die angeschlossen sind, auch eine Link-Aggregation machen sollen. Dann haben wir jetzt das Thema Netzwerkbrücken. Also hier gibt es einmal eine normale Bridge und es gibt eine virtuelle Bridge. Netzwerkbrücken werdet ihr wahrscheinlich im Normalfall erstmal nicht benötigen. Wenn ihr aber zum Beispiel eine virtuelle Maschine irgendwann mal auf dem Server hier installieren werdet, ob das jetzt ein Windows oder ein Linux-Server ist oder was auch immer ihr da macht, dann kann man sich entsprechend eine virtuelle Brücke, also quasi eine virtuelle LAN-Verbindung hier nochmal entsprechend erstellen. Das macht unter Umständen auch dann Sinn, wenn ihr zum Beispiel VLAN-Aufteilungen habt und möchtet dann zum Beispiel eine virtuelle Maschine über ein bestimmtes VLAN ansprechen. Das heißt also, wenn euer Switch dann entsprechend konfiguriert ist, könnt ihr sagen, zum Beispiel hier über den LAN 2, wenn ich jetzt sage, ich habe VLAN 10 und ich möchte diese virtuelle Brücke, soll dann auch nur auf VLAN 10 hören, dann kann man das da einstellen und dann würde mein virtueller Server entsprechend nicht hier über diese 90205 angesprochen, sondern der würde dann über eine 10.xyz angesprochen. Führt aber hier viel zu weit, ist für die Grundkonfiguration erstmal überhaupt nicht relevant, aber nur zur Info, welche Möglichkeiten sich dahinter verbergen. Die Dienstreihenfolge, das ist jetzt natürlich etwas, muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich auch nicht hundertprozentig. Also wenn von euch dann einer weiß, schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Ich wüsste jetzt nicht, was sich hier ändert. Ich kann mir nur vorstellen, dass unter Umständen hier die Priorisierung der einzelnen LAN-Ports auf der IPv4 und auf der IPv6-Seite entsprechend verändert werden. Das heißt also, momentan habe ich ja nur den LAN 2. Das wäre etwas, das könnte ich mir denken, aber wie gesagt, schwören würde ich dafür nicht. Aber ist auch nicht ganz so wichtig. Ähnliches gilt für die Datenflusssteuerung, habe ich in meinem Leben so noch nicht gebraucht, aber man kann hier den Bandbreitenverkehr der Ports begrenzen und damit entsprechend laufende Dienste entsprechend kontrollieren. Unternehmensumfeld im privaten Bereich wüsste ich jetzt absolut nicht. Gut, damit sind wir mit dem Netzwerk durch und wir können uns an dem nächsten Thema, nämlich der Sicherheit, widmen. So, und wenn wir jetzt hier bei Sicherheit auf den ersten Reiter gucken, da gibt's jetzt hier doch einiges an Haken, die schon erstmal out of the box erstmal angehakt sind, nämlich zum Beispiel die automatische Abmeldung bei Inaktivität nach 30 Minuten. Das heißt eigentlich nichts anderes, als wenn ich 30 Minuten oder wenn ich jetzt hier einfach vor dem Rechner einschlafe, würdet ihr in 30 Minuten sehen, dann kommt hier die Anmeldemaske, dann schmeißt er mich entsprechend raus. Das ist das, was da einfach passiert. Ja, so, dann geht's weiter. Löschen aller gespeicherten Benutzeranmeldesitzungen beim Neustart des Systems. Das heißt also, diese Benutzeranmeldesitzung, beim Anmeldebildschirm kommt ja schon mal, ihr gebt die ersten 2 Sachen ein und dann steht da plötzlich schon mal euer Benutzername und solche Sachen. Das heißt also, der merkt sich, welche Anmeldesitzungen da vielleicht schon mal gemacht wurden. Startet ihr das System neu, vergisst er die alle. Ne? So, ansonsten würde der die im Zweifelsfall behalten. Kann man hier anmerken oder nicht? Gut.
Der DOS-Schutz, der ist jetzt hier nicht angehakt. Der wird im Zweifelsfall relevant, wenn ihr euch von extern einwählt. Das ist Denial of Service. Das heißt eigentlich, wenn ihr da mal, weiß ich nicht, oder wenn euch da einer was Schädliches möchte und euch mit wahnsinnig viel Anfragen entsprechend überhäuft da auf dem Server, dann kann der sich hier entsprechend dagegen wehren. Ist jetzt hier nicht angehakt, ist nicht die Standardkonfiguration. Ist auch völlig okay. So, dann haben wir hier automatische Blockierung von IP-Adressen, die sich innerhalb von einstellbar Minuten, einstellbar mal fehlgeschlagen anmelden. Ne? Heißt also, ich hätte jetzt 5 Minuten Zeit, mich 10-mal anzumelden. Wenn ich 10-mal ein falsches Passwort eingebe, blockiert er mich. Ne? So, und jetzt habe ich hier noch eine Blockierungsverwaltung. Hier würde ich dann sehen, welche IP-Adressen das sind, ob die aus dem internen Netz oder aus dem externen ja auch kommen. Ich kann aber auch hier direkt hinzufügen und kann sagen, die IP-Adresse, die soll definitiv immer gesperrt werden. Ne? Das würde ich hier über Hinzufügen machen. Und ich kann hier noch unter Einstellung sagen, ob eine Blockierung, wenn sie einmal erfolgt ist, automatisch aufgehoben werden soll oder auch entsprechend nicht. Ne? Also hier ist, wenn ich das anwähle, sage ich hier nach einem Tag automatisch. Ich kann auch sagen nach 10 Tagen. Oder wenn ich das so lasse, dann wird die niemals aufgehoben. Dann ist die IP-Adresse gesperrt. Ich kann aber auch eine Whitelist hinzufügen und kann sagen, irgendeiner in der Familie, der kriegt ja sowieso nicht auf der Kette, der gibt sich immer da 20 Mal die Chance. Dann packe ich die IP-Adresse, von der er sich üblicherweise einwählt, die packe ich dann in eine Whitelist und dann kann er sich auch 30 Mal falsch einmelden und schafft es dann halt beim 31. Mal. Sind halt einfach nur Möglichkeiten, die sich hier entsprechend ergeben. So, wenn wir dann hier bei erweitert gucken, gibt's jetzt hier noch Schutzmechanismen, also zum Beispiel gegen Cross-Site-Request-Forgery-Attacken, Sicherheit mit HTTP-Content, TLS zur Verbesserung der Verbindungssicherheit und so weiter und so fort. Diese Sachen würde ich auch nur, wenn man es wirklich weiß, was man da tut, würde ich die entsprechend verändern. Ansonsten würde ich die entsprechend so lassen. Es ist, glaube ich, ganz vernünftig, was die hier schon als Default einstellen. Und damit gehen wir auf den nächsten Reiter, Kontosicherheit. Hier kommen wir auf den Punkt Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das war ja gerade mehr oder weniger so eine freiwillige Geschichte und ich hatte gesagt, ich würde empfehlen, bestimmte Sachen zu tun. Ihr könnt natürlich auch hier ganz klar sagen, Zwei-Faktor-Authentifizierung und jetzt muss ich wieder mein Passwort eingeben hier. Ah ne, da war falsch. Was da? Ich gehöre auch schon zu denjenigen, die nicht wissen. So, und dann sagen wir bestätigen. So, und jetzt muss ich hier wieder das entsprechend alles aktivieren, über entsprechend diese Secure-App und so weiter und so fort. Faktisch ist das aber so, dass ich hier sagen kann, dass ich diese Zwei-Faktor-Authentifizierung für mein Konto entsprechend einstelle oder eben auch nicht. Das heißt also, ich habe hier auch die Möglichkeit, das zu tun. So, dann kann ich hier noch Kontoaktivität mir anschauen. Ne? Die hatten wir gerade auch schon mal hier, glaube ich, bei der Ich-Thematik gesehen, ne? Dass ich kann mich hier auch rausschmeißen. Und ich habe hier Sperrung von Konten. Hier ist komme ich wieder auf die Sperrliste und auf die Whiteliste, ne? Die wir gerade schon auf dem anderen Tab hatten. So, interessant wird es jetzt nochmal bei dem Thema Firewall. Die ist jetzt aktuell hier erstmal nicht aktiviert, aber das machen wir jetzt einfach mal. Und hier ergibt sich jetzt ein Konfigurationsname. Den kann ich frei wählen. Ich lasse den jetzt einfach mal so und jetzt kann ich hier sagen, ich möchte gerne eine neue Regel erstellen. Ne? Also grundsätzlich muss man sich jetzt angucken, wenn ich die Firewall aktiviere, und dann wird der Satz hier unten interessant, wenn es keine der gesamten Regeln erfüllt ist, einfach Zugriff erlauben oder Zugriff verweigern. Wenn man rumspielt, ist vielleicht Zugriff erlauben erstmal nicht verkehrt, aber wenn ich mich schützen will, macht natürlich Zugriff erlauben erstmal keinen Sinn, sondern Zugriff verweigern. So, das heißt also, wenn die Firewall nicht explizit sagt, jo, du darfst, dann darfst du nicht. Ja, so, ansonsten, wenn ich hier sage, Zugriff erlauben, heißt das ja eigentlich, ist ja mehr oder weniger Firewall aus. Stimmt nicht hundertprozentig, gibt andere Anwendungsfälle, aber salopp gesagt ist das so. Also wir sagen jetzt erstmal Zugriff verweigern und ich sage, ich möchte gerne neue Regeln hinzufügen und dann sage ich erstmal, welche Berechtigung will ich denn überhaupt? Ich möchte erlauben oder ich möchte ablehnen. Und dann kann ich sagen, welche Netzwerkverbindung. Soll der über beide LAN-Ports die gleiche Regel haben oder soll der auf unterschiedlichen LAN-Ports unterschiedliche Regeln haben? Ich sage jetzt erstmal all, ist ja nicht so schlimm. Und er sagt jetzt Port alle. So,
Jetzt will ich ja nicht unbedingt alles tun, sondern ich möchte mir ja vielleicht überlegen, was habe ich für Dienste auf meiner Maschine und was will ich denn dann eigentlich freigeben oder was will ich auch sperren. Also gibt's jetzt hier die Möglichkeit, Port aus der Liste der integrierten Dienste auswählen. So, und jetzt gucke ich mir die integrierten Dienste mal an und jetzt haben wir ja noch nicht so viel. Das heißt also, ich habe den SMB-Dienst habe ich ja aktiviert. Ne? So, den kann ich jetzt hier anwählen. Und ich habe den WSDD2-Dienst aktiviert und wir sehen jetzt immer die Ports, die sich dahinter verbirgen. Ne? Und ich habe jetzt hier den UGOS Pro. Das heißt also, das ist eigentlich, wenn ich den nicht anwähle, komme ich beim nächsten Mal über den Port 9999 hier auf die Maschine schon nicht mehr drauf. Ne? Ist also auch mit Vorsicht zu genießen, was man hier tut. Ja, so, heißt also, hier kann ich das jetzt auswählen und kann sagen, jo, das möchte ich so. Ich kann auch sagen, benutzerdefiniert. Bei benutzerdefiniert sage ich dann Zielport und Quellport. Da muss man jetzt schon relativ genau wissen, wo komme ich her, wo will ich hin, was ist mein Ziel, was ist meine Quelle, welche Kommunikationsprotokolle will ich über TCP, komme ich über UDP und so weiter und so fort. Einstiegsszenario, fehl am Platz. Ne? Heißt also eigentlich eher hier Port aus der Liste der integrierten Dienste. Da weiß ich, was ich tue. Alles andere ist so ein bisschen was für Fortgeschrittene. So, und dann kann ich sagen, Quell-IP, alle, oder will ich spezifische IP-Adressen hier entsprechend einrichten oder inkludieren. Ich kann aber auch sagen, Ort. Ja, heißt also, ich könnte jetzt sagen, was weiß ich, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal hier Österreich. Ne? Alles, was aus Österreich versucht zuzugreifen, darf's nicht. Ja? So, könnte ich einfach so machen. Oder Aserbaidschan oder was auch immer. Das heißt also, hier kann ich dieses Geo, also die Firewall geostrategisch, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie, also Geo-Dingsbums kann ich hier also die entsprechend einrichten. So, das ist das, was ich hier mit der Firewall entsprechend machen kann. Ich sage jetzt einfach mal hier abbrechen und mache die wieder aus. Oder beziehungsweise, was ich vielleicht noch zeigen wollte, da mache ich mal eben bitte. Kleinen Moment, all, und ich sage jetzt Port aus dieser Liste, so, und ich sage jetzt einfach mal SMB und ich sage, ach, das Use ist völlig egal. Und sage okay. Okay, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, nämlich zu sagen Firewall-Benachrichtigung. Das heißt also, das, was jetzt hier passiert, ich habe die Firewall aktiviert und habe bestimmte Applikationen wie den SMB und die Ports, also auch für die UGOS, habe ich freigegeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Applikation, ob das jetzt Fotos ist oder irgendwas anderes hier drauf installiere, auf die ich ja zugreifen möchte, dann bekomme ich eine Benachrichtigung. Dann sagt er mir, Moment, du hast eine App installiert, die braucht Zugriff über Port XYZ. Möchtest du, dass das in der Firewall berücksichtigt wird? Und sage ich, ja klar, gute Idee. Und dann würde der mir das hier entsprechend in der Firewall entsprechend einrichten, damit es dazu keiner Blockade kommt. Ist eine ganz pfiffige Geschichte, wenn man das hier entsprechend eingerichtet hat. So, damit sind wir bei der Firewall erstmal entsprechend durch. Damit für eine Grundeinrichtung, damit sollte man erstmal klarkommen. So, jetzt kommen wir zum Zertifikat. Und hier gibt es von Ugreen ein Standardzertifikat. Jetzt kann man sich angucken, welche Services jetzt alles über das Ugreen-Zertifikat abgedeckt sind. Also wenn man hier drauf geht, man sieht immer nur, es gibt nur ein Zertifikat. Das heißt also FTPS habe ich. Ich habe WebDAV und den Webserver. Der wäre entsprechend durch das Ugreen Standardzertifikat abgedeckt. Die Ugreen Standardzertifikate gehören auch nicht unbedingt zu den Trusted-Zertifikaten. Das ist jetzt nichts anderes, als wenn ich das bei Synology mache. Heißt also, ich bekomme eigentlich diese untrusted. Ne? Also wie man das hier oben sieht, nicht sicher so in der Art. Man kann hier Zertifikate hinzufügen, Zertifikate importieren. Was mir hier jetzt definitiv fehlt, ist die Integration, zum Beispiel, dass ich hier ein Let's Encrypt-Zertifikat entsprechend beantragen kann oder hinzufügen kann. Das habe ich jetzt nicht, sondern ich habe hier nur die Möglichkeit, jetzt hier über die Dateien, die ich schon auf meinem Rechner habe, über Zertifikatsdateien, die jetzt hier hinzuzufügen, ne, also mit privatem Schlüssel, Zertifikat und Zwischenzertifikat und so weiter und so fort, um dann entsprechend ein sicheres Zertifikat hier vorweisen zu können, damit ich hier in eine gesicherte Verbindung komme. Das ist mir aktuell, muss ich ganz ehrlich gestehen, noch ein bisschen dünn. Ich meine, grundsätzlich braucht man das ja eigentlich nur, wenn ich wirklich von extern zugreife, um nachzuweisen, dass es eine sichere Seite ist oder eine sichere Verbindung ist.
Aber ich weiß, ich mache es selber bei mir ja hier zu Hause auch, dass ich auch gerne versuche, im häuslichen Heimnetzwerk möglichst gesicherte Verbindungen zu haben, damit ich auch auf diese Ausnahmegenehmigung, wenn ich HTTPS habe und so weiter, verzichten kann. Dass die Möglichkeit jetzt hier mit Let's Encrypt hier was relativ Schnelles, quick and dirty zu machen, die habe ich hier jetzt leider nicht. Gut. Gehen wir weiter, das Thema Indexdienst. Also hier wird indiziert. Das heißt also, wenn ihr Dateien, wenn ihr Files auf eurem Server jetzt irgendwo hinterlegt habt, das können Bilder sein, das können Daten sein, das können Videos sein, was das auch immer ist, kann man hier entsprechend indizieren. Es werden zum Teil Miniaturansichten dann für diese Dateien entstellt. Der Hintergrund da, die Indizierung braucht man eigentlich, um eine verbesserte Performance beim Dateizugriff zu haben. Ich glaube, das System macht das eigentlich sonst grundsätzlich im Hintergrund. Man kann aber hier zum Beispiel den Index neu erstellen oder man kann dieses Verfahren komplett neu aufsetzen oder neu triggern hier, ja, damit ihr wisst, wofür das Thema da ist. So, und dann kommen wir eigentlich schon zum Thema Info. Und bei Info findet man jetzt eigentlich hier alles, was relevant ist. Ich will da jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, das könnt ihr euch alles gerne in aller Ruhe angucken, ne? Also hier wird die Hardware beschrieben, hier gibt's Netzwerkkonfiguration, hier wird nochmal gesagt, welchen Speicher haben wir, welche Volumes, Speicherpool, Festplatten, dann sind hier alle Dienste aufgelistet, die hier drin sind oder die man installiert hat, teilweise mit den Portnummern, und hier kann man auch eine Geräteanalyse machen und dann kann man auch entsprechend an den Hersteller, also Ugreen, zurückmelden, damit die, also sage ich mal, auch ihre Statistiken füllen können und so weiter und so fort. Also das ist das, was man hier unter Info findet. So, und jetzt kommen wir eigentlich hier schon zum letzten Punkt der Systemsteuerung. Und hier sieht man jetzt entsprechend die Updates. Heißt also, ich habe jetzt hier bereits die neueste Version. Ich glaube, ich habe gestern Abend oder irgendwie so habe ich abgedatet. Heißt also, es gibt aktuell nichts Neues. Ich kann hier manuell installieren. Heißt, ich kann mir irgendwoher ein File entsprechend besorgen. Bei weiteren Einstellungen kann ich jetzt hier sagen, zum Beispiel bei den Update-Einstellungen, das sind die Update-Einstellungen, die habt ihr bei der initialen Erstellung dieses Betriebssystems ja schon vorgegeben, dass ihr gesagt habt, entweder automatisch herunterladen und installieren oder nur automatisch runterladen oder runterladen und mich vor der Installation benachrichtigen. So, und dann kann man sich hier noch individuelle Prüfintervalle noch entsprechend anlegen und so weiter und so fort. Aber da ist auch keine Raketentechnik hinter. So, dann kommen wir hier zum Thema Wiederherstellen und Zurücksetzen. Da gibt's jetzt zwei Optionen. Ich kann einmal die gesamten Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Das heißt also, wenn das alles zum Beispiel über DHCP, was wir ja gerade schon gesehen haben, ne, wenn ich meinen Server über DHCP habe und da hat sich irgendwas verändert und ich sage jetzt hier einfach mal zurücksetzen, ja, dann kann ich unter Umständen, wenn es doof läuft, kann ich dann erstmal die neue IP-Adresse wieder rausfinden, weil das dann nicht mehr die ist, die ich vielleicht kannte. Ja, das ist das, was hier passiert. So, und ich kann aber auch hier einmal komplett zurücksetzen. Heißt also, hier wird dann das gesamte NAS auf Werkszustand zurückgesetzt. Allerdings werden keine Daten gelöscht. Das heißt also, wenn ihr irgendwelche Files auf irgendwelchen Volumes liegen habt, dann bleiben die. Also auch der Speicherpool wird nicht gelöscht. Der bleibt weiterhin vorhanden. Aber alles andere, alles das, was ihr an Settings gemacht habt, ist einmal Werkszustand. Ne? Heißt also einmal wieder neu durchklickern. So, dann kommen wir hier zum Thema Sichern und Wiederherstellen. Und hier gibt's jetzt die Möglichkeit, und dafür ist zum Beispiel das Thema Cloud-Sicherung. Ne? Also auch bei der initialen Erzeugung hier seid ihr ja gefragt worden, ne? Möchte ich eine Cloud-Sicherung, gebt mir die E-Mail-Adresse, dies, das, jenes, oder beziehungsweise möchtet ihr in dieser Cloud Mitglied werden. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Konfiguration, die ihr jetzt hier erstellt habt, ne? Zum Beispiel alles das, was in der Systemsteuerung jetzt hinterlegt wurde, diese Konfiguration kann man jetzt in der Ugreen Cloud entsprechend hinterlegen. Und dann kann man die auch, wenn irgendwann mal etwas schief geht oder ihr habt zum Beispiel neu installieren müssen oder ihr habt zurücksetzen müssen, dann kann man sich natürlich diese Konfiguration hier wiederherstellen, holt sich die aus der Cloud und dann sind die Settings alle wieder da. Das ist eigentlich der Vorteil, wenn man hier über so eine Sicherung geht. Man kann die aber auch lokal machen, ne? Das heißt, man muss die nicht in der Cloud haben. Da müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das bei Ugreen machen wollt oder ob ihr sagt, lokale Sicherung, das lege ich mir irgendwo, weiß ich nicht, auf meinen PC oder sonst irgendwo hin und kann das dann von da aus auch wieder herstellen. Ja, so. Damit
sind wir eigentlich jetzt hier schon durch die Systemsteuerung durch. Und ich hatte euch ja am Anfang gesagt, wir wollen uns nochmal das Thema angucken, Dateien. So, ne, hier hatten wir ja schon geguckt. Und ich hatte ja gesagt, wir wollen ja mal gucken, wir hatten ja den SMB-Dienst freigegeben. Und wenn wir jetzt hier bei den Dateien auf freigegebenen Ordner gehen, den möchten wir uns ja vielleicht auch ganz gerne mal dann im Windows-PC angucken. So, und ich sage jetzt einfach mal hier einen neuen freigegebenen Ordner erstellen. Und ich nenne das jetzt einfach mal Testordner. So, und der ist auf dem Volume 1. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe jetzt hier auch wieder die Möglichkeit zu sagen, soll der eine Speicherplatzbegrenzung haben? Soll der im Netzwerk ausgeblendet werden? Und soll der Papierkorb aktiviert werden? Und dieser Papierkorb nur Administrator oder für alle? So, und wenn ich jetzt einfach sage, ich lasse das jetzt mal so, bestätige das, dann sagt er mir jetzt natürlich, alles gut, aber wer soll denn jetzt eigentlich zugreifen? So, und da habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit zu sagen, der Administrator, der hat immer Lesen, Schreiben. Es sei denn, ich sage hier explizit verweigern, ja, Testadmin, dann ist Zugriff verweigert, aber ansonsten hat der eigentlich immer Lesen, Schreiben. Gut, ich möchte jetzt zum Beispiel, dass der Benutzer Thorsten lesen und schreiben darf. Ja, damit sieht man hier, ne, das taucht hier wieder auf. Ich kann das aber auch anders machen. Ich sage einfach, ist das etwas, was nur der Benutzer können soll, oder ist das etwas, was unter Umständen eine Gruppe können soll? Und wenn dieser Ordner jetzt für die Familie zum Beispiel da ist, dann sage ich, die Familie als Gruppe soll lesen und schreiben können. Und damit hätte ich dann quasi dem Thorsten das auch entsprechend, Entschuldigung, entsprechend zugestanden. So, und jetzt gucken wir uns dann einfach mal an, wenn wir hier nämlich jetzt mal auf unser Netzwerk gehen, wenn wir hier jetzt eingeben, und zwar, guck mal, da haben wir den schon, 10.10.90.205, passt das? Tatsächlich, ja, wisst ihr, habe das ja vorher schon mal probiert, ob das so geht. Ich zeige euch ja nichts, wo ich hinterher so, geht nicht. Also von daher brauchte ich das jetzt nicht einzugeben, aber wir sind jetzt, wie man sehen kann, ne, wir sind jetzt hier im Testordner und haben jetzt hier quasi im Netzwerk die 10.10.90.205 und sind in den Testordner gegangen. Und jetzt kann ich hier neu, kann jetzt auch einfach ein Textdokument hier anlegen. Ja, Testdokument. So, jetzt habe ich hier ein Testdokument angelegt und ich kann sogar noch sagen, ich möchte hier noch einen neuen Ordner anlegen. So, und wenn ich jetzt wieder zurückschwenke auf unser NAS, dann habe ich jetzt, wenn ich den Testordner hier öffne, habe ich einen neuen Ordner und ich habe das Testdokument hier. Ne? So, das heißt also, über den freigegebenen Ordner bin ich entsprechend hier zugelassen. Dass der mich jetzt nicht nach einem Passwort gefragt hat, und das ist natürlich jetzt ein berechtigtes Thema, da ich das im Vorfeld schon mal probiert habe, hat der mein Passwort anscheinend noch im Cache hinten irgendwo behalten und dementsprechend nicht nochmal gefragt. Also wenn ihr hier auf euren File-Server auf dem PC kommt und sagt, ihr möchtet hier auf diese 10.10.90.205 IP-Adresse und auf den Testordner zugreifen, dann kommt natürlich als erstes die Aufforderung, euren Nutzernamen und euer Passwort einzugeben. Und da hätte ich jetzt die Möglichkeit gehabt, entweder den Administrator einzugeben oder aber den Nutzer Thorsten, ne, also mich, und ein entsprechendes Passwort, und dann hätte ich darauf zugreifen können oder dürfen. So, das ist das, was da im Hintergrund passiert ist, und das ist das, was da eigentlich auch funktioniert. So, damit sind wir eigentlich für die Grundeinrichtung des NAS sind wir fertig. Das heißt also, wenn ihr das jetzt nachvollzogen habt, habt ihr eigentlich euren Speicher oder euren Netzwerkspeicher so hingestellt, dass ihr ihn betreiben könnt, dass ihr Dateien anlegen könnt, dass ihr über einen Windows-PC entsprechend zugreifen könnt. Ihr habt die Maschine sicher gemacht, ihr habt euch Gedanken über das Netzwerk gemacht, ihr habt euch Gedanken über die Nutzerverwaltung gemacht und die Zugriffe gemacht.
Wie gesagt, ihr habt das Thema Stromsparen und so weiter und so fort. Also alles in allem ist das jetzt die Grundvoraussetzung, um den nächsten Schritt zu gehen, nicht mehr Teil des Videos, um hier entsprechend die Apps entsprechend zu installieren und euch mit Fotos, mit Musik, mit Videos und was ihr auch immer alles machen wollt, entsprechend hier zu installieren und mit dem Server entsprechend zu arbeiten. Aber wie gesagt, Zielsetzung war hier eine grundlegende Basiseinstellung hinzubekommen, die euch erstmal ein sicheres Arbeiten und ein vernünftiges Arbeiten mit doch perfekten Einstellungen, will ich jetzt nicht sagen, aber doch fast perfekten Einstellungen entsprechend das hier alles ermöglicht. So, und damit, wie gesagt, bin ich am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe vielmehr, es hat euch geholfen oder es hilft euch. Und dementsprechend würde ich mich super freuen, wenn ihr mir den Daumen rauf da lasst. Das hilft mir, das hilft dem Kanal. Und wenn ihr nichts verpassen wollt von dem, was ich hier entsprechend tue, dürft ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren. Wenn ihr die Glocke drückt, dann bekommt ihr auch eine Info, wenn ich da was Neues mache. Und ansonsten für Anregungen, Kommentare, Fragen und so weiter, nutzt bitte unten die Videobeschreibung. Ich lese alles, ich versuche alles relativ zeitnah zu beantworten und ja, am Ende bleibt mir nicht mehr viel über, als zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank für die Geduld. Es ist, glaube ich, etwas länger geworden, das Video, als geplant, aber nichtsdestotrotz, ich wünsche euch Gesundheit und gerne wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss!